Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied wieder in 2019 und wir sind wirklich in ein ganz neuer Abschnitt von dem Lied. Wir haben diese eine fertig gemacht. Ich möchte noch ein bisschen wiederholen. Dieses Lied geht von Stufe zu Stufe in Herrlichkeit. Eine Offenbarung, eine Begegnung mit dem Herrn in verschiedene Offenbarungen seiner Person. Und wir haben schon den König, der thront in unser Herzen. Wir haben schon der gute Hirte, die uns leitet zu guter Nahrung und Essen, die uns kräftig. Wir haben ihn schon gesehen als der siegreiche König, der springt über Hügel und Auferstehungsleben. Wir haben ihn erlebt als der Bräutigam, Liebhaber unserer Seele, Leben in das verheißene Land. Und jetzt in Kapitel 5, 2 bis 17 kommen wir zu einem ganz neuen Abschnitt. Und das heißt verändernde Liebe oder Liebe, die uns umgestaltet. Und ich möchte auch zur Wiederholung ein paar Dinge sagen, bevor wir anfangen. In Philipper 3, Vers 10, da ist ein Vers und ich nenne das die Herzensschrei der Braut Christi. Das ist von der Apostel Paulus und ich glaube, hier sind 3 Stufen des Wachstums in unser christlichen Leben. Eigentlich dieses Buch kann auch deuten auf der Lebensweg von die guten Samen, der 30, 60, sogar 100-fach Frucht hervorbringt. Und so die Brautseele ist jemand, die ganz und gar mit dem Herrn gehen möchte, in die ganze Vollkommenheit und in die Stufen der Herrlichkeit, weil ihr Herz vereint ist mit dem König. Und Philipper 3, Vers 10, hier ist dieser Schrei. Oh, ich will ihn erkennen, seine Person, wer er ist. Ich will die Kraft seiner Auferstehung täglich erleben, dass ich lebe in der neuen Schöpfung und dass ich einen fruchtbaren Dienst habe. Und dann geht der Apostel Paulus sogar einen Schritt weiter und er sagt, und ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, dass ich seinem Tod umgestaltet sein würde. Am anderen Worte, nachdem wir in dieser Auferstehungsebene, diese hohe Position mit Christus hoch über alles, es kommt auch in die neue Schöpfung eine Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist wirklich eine ganz innige Beziehung, wo wir durch viele Umstände gehen, nicht wegen etwas in uns, aber das ist die Kosten, was das ist, um Jesus ganz zu folgen. Das ist eine Gemeinschaft auf dem Weg der Verfolgung, dem Weg der wirklich Ablehnung von Leuten, nicht weil sie uns hassen, aber weil sie Jesus hassen. Und das ist dieser Strom, das gegen Gott ist. Und das kostet uns einen Preis, ständig vorzugehen. Und die 3 Stufen des Wachstums kann man auch vergleichen mit 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14, wo in Johannes beschreibt 3 Levels des Wachstums auch, ähnlich wie diese. Erstmal, er nennt sie Kinder oder Kleinkinder und er sagt, ihr erkennt den Vater. So das ist diese Stufe, ich will dich erkennen. Dann er sagt, junge Männer und diese junge, starke Männer passen auch zu dieser Kraft seiner Auferstehung. Die sind stark und siegreich in dem Herrn. Sie überwinden den Bösen. Sie leben in den Sieg. Sie triumphieren mit Christus und sie verbreiten sein Wort. Und in Johannes der 3. Stufe ist ähnlich wie die Gemeinschaft seiner Leiden. Er nennt sie Väter. Und Väter sind Leute, die leiden, um andere zu Reife zu bringen. Sie bezahlen einen Preis, sie geben ihr Leben auf, damit sie anderen auf ihre Schulter stellen, andere wirklich hervorbringen in das christliche Leben. So, mit dieser
Stufen. Jetzt wollen wir diesen nächsten Abschnitt anfangen, weil das ist ein ganz neuer Ruf zu dieser gläubigen Seele. Und hier geht es: Ich schlief, aber mein Herz war wach. So, das könnte bedeuten, sie war in die Ruhe des Glaubens eingegangen. Sie war wirklich so, nicht in Anstrengungen, Gott floss durch sie, sie hat alles wirklich ausgeteilt, sie hat gelebt mit Gott, sie war in einer tiefen Ruhe, aber ihr Herz war immer wach. So, das ist wirklich ein wunderschöner Zustand, wo sie war, sie schlief, aber sie war völlig wach zu dem Herrn, was Neues zu ihr sagen würde. Und dann, es geht: Horch, mein Geliebter klopft. So, das ist ein ganz neuer Ruf jetzt. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Kopf ist voller Tau, mein Locken voll von Tropfen der Nacht. So, erstmal, wir sehen, klopft und sagt: Öffne mir. Er kommt einfach nicht herein, ohne eingeladen zu sein. Eine von den Sachen, ich sage immer, dass ich gelernt habe als junger Christ, ist, Gott ist ein Gentleman. Er ruft uns, er zieht uns, aber wir müssen uns öffnen. Und hier sagt das, dass er kommt und sein Kopf ist voller Tau, seine Locken mit der Tropfen der Nacht. Hier ist jetzt ein Blick und ein Ruf von Jesus, der Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Der Mann der Schmerzen. Sein Bild von Gethsemane, wo Jesus das ganze Nacht gerungen hat, bevor das Kreuz, wo er wirklich seine Wille ausgeliefert war, hat den Willen des Vaters zu tun, und dieser Weg des Leidens, der Ablehnung, der Ausgestoßensein von Gott, und er war bereit, in diesen Weg zu gehen. Und er kommt zu ihr und er hat in dieser Nacht auch Fürbitte getan, er hat wirklich gerungen, er hat sich durch Gehorsam wirklich zu dem Platz, dass er wirklich bereit war, das alles zu erfüllen, was der Vater von ihm hatte. Und so, er kommt als dieser Mann der Schmerzen und er merkte, dass sie mit ihm auf diesen Weg geht. Denkt dran, sie hat in Kapitel 4 ein entscheidende Gebete gebetet. Sie hat gesagt in Vers 6, ich will hingehen zu den Mierenberg, und das ist zu das Kreuz von Golgatha und zu den Weihrauchshügeln, ein Leben der Anbetung und Fürbitte in der Höhe, in der himmlischen Heiligtum mit dir. Und dann sie hat gebetet, komme Nordwind, komme Südwind und wehe auf mein Garten, lass alles herausströmen, was du in mein Leben gewirkt hast. Und so jetzt, er kommt und klopft an und er möchte, dass sie weiter mit ihm geht. Und sie sagt, ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung, da wurde mein Gefühl für ihn erregt. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrrhe, als ich sie und meine Finger von flüssiger Myrrhe, als ich sie legte an die Griffel des Riegels. Ich öffnete meine Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. So, jetzt sie sagt,
Ich habe meine Leibrock schon aufgetan. Sie sagt, ich habe der alte Mensch schon ausgezogen. Ich bin schon zu das Kreuz gegangen. Ich habe schon dieses altes Leben abgezogen. Wie soll ich sie wieder anziehen? Dann sagt sie, meine Füße, ich habe sie gewaschen von der Schmutz dieser Erde und von der täglichen Sünde. Wie soll ich meine Füße wieder schmutzig? Eigentlich, sie kann nicht verstehen, was dieser neue Ruf ist. Hier möchte ich auch was sagen. Sie hat die Kreuz in der Erlösung-Erfahrung, Vergebung von ihren Sünden und Scham und Schuld. Sie hat das Kreuz in der Identifikation mit Christus gekreuzigt, dass sie zu die Welt gekreuzigt war. Sie hat ihn erfahren, dass sie zu sich selbst gestorben ist. Sie hat das alte Mensch abgezogen und sie hat den Sieg am Kreuz erlebt über den Feind. Aber dieser Ruf ist wirklich ein Ruf zu den Leiden des Kreuzes. Oder man könnte sagen, der Weg des Kreuzes. Diese anderen Sachen, was sie wirklich in ihr Leben schon wirksam hatte, war das Werk des Kreuzes. Das hat Jesus für uns und wir identifizieren uns mit diesem Sieg erlebt. Aber Jesus ist auch einen Weg gegangen, oder man nennt das der Weg des Lammes. Ein Weg der Demut, ein Weg der Vergebens, ein Weg, die anderen alles hingibt und vielleicht nichts zurückbekommt. Ein Weg, wo man wirklich erlebt Ablehnung von Menschen, von denen du viel gegeben hast und verschiedene Sachen. Und so, das ist wirklich ein innigen Ruf zu die Schande und der Schmack und das Leiden des Kreuzes. Das ist, was man nennt, der Weg des Lammes. Und so ruft ihr wirklich auf diesen Weg. Hier kann man auch sagen, nicht nur weltlichen Ruhm müssen wir verlieren als ein Christ, aber auch unseren geistlichen Ruf müssen wir auch verlieren. Und diese wirklich ist eine sehr was kann man sagen, paradoxen Weg. Aber sie will 100-fach Frucht bringen. Und dieser Weg wird sie jetzt in ganz Neues führen. So, sie steht auf, zu öffnen diese Tür für die Geliebte und ihre Hände tropfen mit Myrrhe. Das haben wir oft gesehen, dass Myrrhe steht für wirklich Bitterkeit oder für eine Begräbnisöl. Eine Öl, die wirklich sehr heilsam ist, aber das kostet wirklich sehr viel, diese Myrrhe zu erlangen. Und sie tropft mit diesem Duft der Aufopferbereitschaft, Opferbereitschaft. Und das ist Jesus Opfer für uns, hat sich geoffenbart als der uns liebt und hat sein Leben hingegeben für uns. Sie nimmt ihr Wille und im Glauben, sie nimmt den Riegel und öffnet die Tür. Und ihr Geliebter ist weitergegangen. Und es kommt dann die Sache und sie sagt, ich war außer mir, dass weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch antwortete mich. Und diese Seele geriet dann wirklich in eine Dunkelheit, oder was die Mystiker das nennen, ist die Dunkelnacht der Seele. Nachdem diese Seele so viel Licht und Herrlichkeit und Sieg und Erfolg und alles erlebt hat, es kommt in eine Phase, wo das ist alles weg. Auf einmal ausgelöst vielleicht durch eine Krise, ausgelöst durch irgendein Verrat vielleicht, ausgelöst von irgendwelcher Verlust in ihr Leben, ausgelöst wirklich vielleicht, was kann man sagen, eine Scheidung, etwas, was sehr tiefe Schmerzen bringt. Und diese Seele dann geriet in diese Erprobung oder diese Test, die Echtheit, ihr Glauben und
Liebe. Ja, das ist wirklich etwas, was wir wirklich nicht entfliehen kann. Verwandelt in das Ebenbild des Lammes. Dass wir wirklich Beziehung mit Jesus als der Mann der Schmerzen, nicht wegen irgendwelcher Sünde in unser Leben, nicht wegen irgendwelcher Ungehorsam, sondern wir gehen weiter in die Dinge mit Gott und wir gehen durch Phasen, wo es scheint, nachdem man so auf dem Gipfel war, dass man gelingt so, was es sagt in Psalm 84, in ein Tränental auf dem Weg. Aber ich habe solche Freude, über das zu sprechen, damit wir sehen, man geht immer durch. Wie es sagt in Psalm 23, dass auch wenn ich durch ein Todestal, Schatten des Todes geht, dass ich fürchte mich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, deine Autorität, dein Stab, die mich immer zurückführt, sie trösten mich. Wir sind nie gefallen in der Finsternis von dem Feind. Wir sind immer in die Hände Gottes. Und ich möchte euch Mut machen. Und bevor ich schließe, möchte sagen, ich habe eine CD, Mike und ich, das heißt Zuflucht und Stärke. Erkenne und bekenne Gottes Hilfe in schweren Zeiten. Ich möchte sagen, diese CD ist die Texte, die Offenbarungen, die Verheißungen, die Gott mir durch meine Krisenzeit, die ich auch vor 19 Jahren hatte, ich auch so eine riesige Krise, die mein ganzes Leben wirklich total verändert hat, die ganzen Umstände verändert hat. Es war ein sehr tiefer, schmerzvoller Weg, aber in diese schweren Zeiten habe ich so viel Hilfe von Gott. Und ein Segen, das kommt auch so eine Zeit ist, die Bibel sagt, dass wir können die Trost, die wir von Gott bekommen haben, in solchen Zeiten, wir können anderen trösten mit diesen Worten. So, ich möchte das wirklich auf euer Herz legen, das könnt ihr in unser Shop bestellen. Zuflucht und Stärke. Die Texte sind wirklich so hoffnungsbringend, so Licht auf dem Weg, wenn man sieht kein Licht, oder man kommt immer hervor in die nächste Ebene, wo alle Begrenzungen sind nicht mehr da. Es ist wirklich der Tor des Schmerzen wird zu ein Tor der Hoffnung.